Octalight Community, herzlich willkommen zu unserem heutigen Livestream von der Euroshop 2023, der größten Retail-Messe, und wir freuen uns, dass wir heute mit zwei Experten über das Thema Effizienz, Lichtqualität, aber auch so ein bisschen Themen und Trends im Shop und im Retail generell sprechen. Wir wollen uns vor allem auf die Trending Topics konzentrieren, und dazu freue ich mich, dass ich Claudia Horbert vom EHE Retail Institute bei mir habe und meinen Kollegen Guido Fox von der Firma Octalight. Frau Horbert, würden Sie sich und das EHI noch mal ganz kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Claudia Horbert. Ich bin beim EHI verantwortlich für die Forschungsbereiche Ladenplanung und Einrichtung sowie Klima und Energie. Das EHI ist ein Forschungsinstitut. Wir machen mit dem Handel, für den Handel Forschung und haben gerade jetzt zur Euroshop eine aktuelle Studie abgeschlossen, den EHI Ladenmonitor, wo wir mit 50 Unternehmen und dort den Verantwortlichen aus den Ladenbauabteilungen sehr ausführliche Gespräche führen zu Trends und Entwicklungen, aber auch zu Kosten, Beschaffungsstrukturen, und die Beleuchtung natürlich da auch einen wichtigen Teil einnimmt. Guido, was sind die Themen, mit denen du dich aktuell beschäftigst? Bei uns geht es ganz viel um Energieeffizienz. Wie kann ich Umbauten gestalten? Wo kann ich hohe Lichtqualität einsetzen? Also das sind so die Stichwörter, die bei uns eine ganz große Rolle aktuell spielen. Jetzt haben Sie beide schon zwei ganz, ganz wichtige Stichwörter gesagt. Frau Horbert, wenn ich als Retail-Betreiber heute eine Ladenplanung mache, wo muss aus Ihrer Sicht das ganz besondere Augenmerk drauf liegen? Also ganz wichtig ist eine recht flexible Ladenplanung im Hinblick auf eine dynamische Flächenbewirtschaftung, also dass man die Möglichkeit hat, über möglichst wandlungsfähige, modulare Ladenbausysteme auch immer wieder neue Eindrücke zu schaffen, wechselnden Warengruppen, Präsentationen gerecht zu werden. Das ist sicher nicht durchgehend für alle Branchen geeignet, weniger sicher im Lebensmittelhandel, aber auch dort gibt es inzwischen doch sehr flexible Planungen in einigen Bereichen, um halt Verweildauer und Aufenthaltsqualität zu erhöhen. Wir stellen auch fest in der eben schon zitierten Studie, dass das Thema Nachhaltigkeit an Bedeutung gewinnt bei der Einrichtung, aber auch natürlich schon lange bei dem Thema Energieeffizienz, und damit kommen wir dann auch zur Beleuchtung, die auch ein wesentlicher Faktor des Store-Konzeptes ist, auch mit fürs Branding sorgt und wie gesagt natürlich auch immer wichtiger wird, auch vor dem Hintergrund der jüngst gestiegenen Energiekosten. Und wenn Sie jetzt auf das Thema Energiekosten auf der einen Seite und Effizienz schon zu sprechen kommen, wir sprechen ja heute auch viel über Lichtqualität, insbesondere bei Octalight auf dem Stand. Wie sehen Sie das denn? Glauben Sie, dass man bei steigender Effizienz irgendwann auch Einbußen bei der Lichtqualität machen muss und sollte? Also technisch kann ich das natürlich nicht beurteilen, aber was wir aus unseren Befragungen festgestellt haben, ist, dass jetzt bei der Neukonzipierung von Beleuchtungskonzepten, die bei dem einen oder anderen Unternehmen jetzt durchaus auch anstehen, dass da die Effizienz ganz wichtig ist, an erster Stelle. Lichtqualität natürlich auch eine hohe Bedeutung annimmt, aber man den Anbietern oder den Herstellern von Beleuchtung doch eine große fachliche Kompetenz dahingehend zuspricht, dass die Lichtqualität doch von allen doch auch sehr gut inzwischen umgesetzt und gelöst ist. Guido, auch aus deiner Sicht nochmal, was ist die Octalight und Trilux Antwort darauf? Heißt es irgendwann, wenn wir auf immer mehr Effizienz gehen, dass ich Einsparungen oder Einbußen bei der Lichtqualität machen muss? Nein, genau das versuchen wir eben nicht zu haben, diesen Effekt. Frau Horbert hat ganz viele wichtige Dinge angesprochen, wie Individualität, Lichtqualität und Nachhaltigkeit. Und das Motto der diesjährigen Euroshop ist ja Efficient Light Quality. Und dahinter verbirgt sich also unser Ansatz der Octalight und auch der Trilux-Gruppe über Lichtqualität, Produktqualität und Servicequalität. Und das Ganze wollen wir auch hier natürlich an dem Stand zeigen. Wir zeigen neue Produkte, wo wir die Lichtqualität verbessern konnten, wo wir die Effizienzen verbessern konnten über neue LED-Generationen, aktuellste Chips für die Lumen pro Watt, also um die Effizienz möglichst gut zu haben. Wir waren in der Lage, unsere Reflektorentechnologie zu verbessern, dass also dort die Gesamtleuchte eine höhere Effizienz hat und natürlich eine Servicequalität, und das spielt so ein bisschen Individualität ein, Planungsmöglichkeiten, die wir anbieten. Also wie stellt sich der Kunde das Ganze vor? Wie können wir das Ganze mitgestalten, möglichst flexibel zu sein, um auf seine Kundenwünsche einzugehen? Von der Qualität her bei uns eines der größten Punkte, also der sogenannte Color Rendering Index, die Farbwiedergabe, der bei uns wirklich im Fokus steht, denn wir wollen Ware bestmöglich präsentieren, und das einfach bei uns wirklich ein ganz entscheidender Punkt.
Auf das Thema Farbwiedergabe kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Ich habe nochmal eine Frage an Sie, Frau Horvath, in Richtung Nachhaltigkeit. Wie sehen Sie das? Erstens, wie gewinnt das Thema immer mehr an Bedeutung und was sind auch Ihre Statements zum Thema Nachhaltigkeit, wo Sie sagen, das ist wichtig im Retail in den nächsten Jahren? Also ich denke, Nachhaltigkeit wird immer wichtiger werden. Man muss als Handelsunternehmen da eine Haltung entwickeln, dass auch von oben wirklich durchdekliniert werden und auch umgesetzt werden. Konkret jetzt zum Thema Einrichtung, ich sagte es eben, die Materialitäten gewinnen an Bedeutung, auch das Thema der langen Nutzbarkeit und Wiederverwendung und speziell im Bereich Beleuchtung und allgemein im Bereich Energieeffizienzmaßnahmen, da gehört die Beleuchtung gemeinsam mit der Kühlung im Lebensmittelhandel nach wie vor zu den Maßnahmen, von denen auch die höchsten Energieansparpotenziale erwartet werden, gerade auch jetzt vor dem Hintergrund, dass jetzt nochmal die LED auch technologische Sprünge nochmal gemacht hat, von denen man sich die ein oder andere Effizienzgewinn und Kostenersparnis dann auch noch erwartet. Jetzt haben wir gerade gelernt, Guido, Einbußen bei Qualität machen erstmal keinen Sinn, sind nicht schlau, gerade wenn ich meine Shops irgendwann smart machen will. Du hast es gerade schon angesprochen, das Thema Farbwiedergabeindex und Farbtemperatur. Warum ist es aus deiner Sicht so wichtig und warum kann das ein Gamechanger im Sinne von auch Effizienz für den Handel sein? Ja, also zum einen vielleicht noch mal kurz ein paar Informationen zum Farbwiedergabeindex. Ich glaube, es ist wichtig zu wissen, wie kann man Qualität denn messen? Und wir messen unsere LEDs mittlerweile nach dem sogenannten TM3015 Standard. Also wir checken und prüfen wirklich 99 Farben der LED und wie stark sind die gesättigt. Also das einfach nur mal, um einen hohen Standard zu haben dabei. Ich glaube, dass Beleuchtung ein Gamechanger im gesamten Retail-Konzept ist. Natürlich muss das Gesamtkonzept stimmen. Also der Boden muss schon entsprechend gut aussehen, das gesamte Mobiliar muss schon gut sein. Wenn das schlecht ist, kann das Licht auch nicht mehr viel rausholen, aber das Gesamtkonzept muss stimmen. Und ich glaube, dass der Retail-Space, also der Ort, wo ich hingehe, um was zu kaufen, einfach ein Ort ist, wo wir uns wohlfühlen wollen, der attraktiv sein muss, wo ich merke, da kann ich wieder Leute treffen, wo ich Sachen wieder fühlen kann, also wo es um die Haptik geht. Und da spielt Licht eine extrem wichtige Rolle für den Wohlfühlfaktor, denn wir wissen, je wohler ich mich fühle, desto länger bleibe ich dort auch. Und wenn ich verbleibe, werde ich auch hoffentlich mehr Geld ausgeben. Und ein ganz wirklich wichtiges Thema, natürlich, du hast es gerade schon angesprochen, ist immer mehr auch auf smarte Features zu gehen. Aber natürlich spielt die technische Grundlage trotzdem eine wichtige Rolle. Welche Technologien, an denen ihr bei Octalight bereits arbeitet, helfen denn heute, die Qualität der Beleuchtung noch zu verbessern? Ja gut, also einer Faktor ist definitiv die LED selbst, der LED-Chip. Wir sind jetzt wieder in einer neuesten Generation, wo die Effizienz wieder gesteigert werden konnte. Ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, wir konnten die Reflektorentechnologie wieder verbessern, dass also die gesamte Effizienz einer Leuchte besser geworden ist. Aber wo wir uns heute bewegen, sind sogenannte smarte Lösungen. Wir kommen ein wenig aus einer Welt, wo wir wirklich Beleuchtung an-aus gemacht haben und heute werden wir etwas smarter. Auch dort können wir immer noch lernen, jeden Tag, dass wir Beleuchtung viel intelligenter einsetzen. Und wir nutzen dort als Lichtmanagement-System oder System LiveLink Retail, wo wir Leuchten steuern können, intelligent steuern, automatisiert steuern können. Wir verwenden zum Beispiel Tageslichtsensoren, um Beleuchtung zu reduzieren, wenn zum Beispiel die Sonneneinstrahlung sehr hoch ist. Wir arbeiten mit Bewegungssensoren, wo wir sagen, okay, da ist gerade wenig Bewegung, wir können die Beleuchtung runterdimmen. Und das Schöne ist, wir dimmen linear, das heißt also, wenn ich eine Leuchte um 20% dimme, habe ich auch sofort 20% Energie eingespart. Und das sind so intelligente Lösungen, wo wir von der Planung her das Ganze heutzutage mit einbeziehen werden, wo wir uns gegenseitig wunderbar helfen können. Jetzt hast du schon ganz viele Stichwörter genannt, gerade in Richtung Digitalisierung. Frau Horvath, alle reden über Digitalisierung, smarte Lösungen, Connectivity. Was ist denn eigentlich aus Ihrer Sicht, aus Sicht des EHI, ein Smart Shop? Ein Smart Shop oder Smart Store ist bei uns oder nach unserer Definition ein automatisierter Shop, wo man 24/7 einkaufen kann über unterschiedliche Zugangsmöglichkeiten. Also so definieren wir es. Aber natürlich ist das Thema der smarten Shop-Lösung sehr viel breiter aufgestellt. Aber das ist für uns jetzt mal so die klassische Definition. Und da gibt es ja auch sehr viele Unternehmen oder einige, die da schon sehr erfolgreich erst die Pilotstores ins Leben gerufen haben. Ich würde aber gerne noch etwas ergänzen zu dem, was Herr Fox eben gesagt hat. Das ganze Thema der Steuerung. Also der Steuerung, wenn über Bewegungssensoren, tageslichtabhängig, aber auch diese Geschichte,
dass man zum Beispiel diese 1/3, 2/3 Steuerung hat, bevor der Laden öffnet und man wichtige Tätigkeiten dann noch erfüllen muss. Das ist ganz wichtig für den Handel, einfach um hier auch noch zusätzliche Effizienzgewinne realisieren zu können. Und es ist dann auch wichtig, das haben wir aus unseren Befragungen festgestellt, für den Handel, wenn der Beleuchtungspartner hier auch gezielt auf die Anforderungen des Händlers eingeht und nicht einfach ein Konzept für alle entwickelt, sondern wirklich ganz gezielt hier auch hin zum Unternehmen, zu den Anforderungen des Händlers hin entwickelt. Das ist das A und O. Und wann sind denn aus Ihrer Sicht Smart Shops oder auch smarte Lösungen in einem Shop, in einem Store eigentlich sinnvoll? Also sinnvoll sind diese Lösungen, die Herr Fox eben angesprochen hat, wo wir eine etwas verhaltene Reaktion des Handels sehen, ist bei den Geschichten rund um das ganze Thema der In-Store-Navigation und diese ganze Tracking-Geschichten. Ja, oder selbst das Dimmen ist, das der Händler selber vornehmen kann, findet sich eher weniger, vor allen Dingen bei den technikbegeisterten Händlern. Also es gibt erste Testinstallationen, doch in der Fläche hat sich das noch nicht durchgesetzt, weil man eben gerade auch noch sehr viele andere Dinge zu tun hat. Eben die ganzen Effizienzsteuerungen, die Herr Fox eben auch aufgezählt hat. Wir haben noch ein Thema, Guido, auf das ich noch mal ganz kurz im Rahmen der Lichtqualität zu sprechen kommen möchte mit dir. Wir haben vorhin über die technologischen Grundlagen geredet. Octalight arbeitet ja viel, auch in Zusammenarbeit mit Trilux, an verschiedenen Linsentechnologien. Wie hat das einen wichtigen Beitrag zur Lichtqualität? Na gut, viele meisten kennen die Reflektorentechnologie. Wir haben ein großes Produktportfolio ergänzt durch Linsentechnologie und jetzt auch ganz neu hier auf der Messe die Familie Juvio von der Namensgebung her, wo wir eine sogenannte Freiformlinse verwenden. Es geht um den kompletten Sicht- und Erlebniskomfort in einem Geschäft. Also wir versuchen möglichst blendfrei zu arbeiten bei bestmöglicher Produkt- und Warenpräsentation. Aber es geht halt darum, einen Komfort zu haben im Geschäft, dass sich der Kunde wohlfühlt. Und da spielt die Linse und auch die Freiformlinse eine große Rolle, weil sie ein wunderbar sanftes Licht macht, aber trotzdem noch eine bestmögliche Warenpräsentation gestaltet. Und das ist so ein wichtiger Punkt aktuell. Frau Horbert, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen unsere Glaskugel nehmen und in die Zukunft schauen, vielleicht nicht in die ganz ferne Zukunft, aber auf die nächsten 5 bis 10 Jahre. Was erwarten Sie denn auch aus Sicht des EHI, auf Basis Ihrer Forschungsarbeit, wie sich die Branche, wie sich der Retail-Bereich entwickelt? Also wir glauben fest an den stationären Retail, weiterhin. Man muss ja auch sehen, dass die Online-Gewinne durch die Pandemie wieder etwas zurückgegangen sind und wir immerhin noch über 85 bis 86% Marktanteil des stationären Handels sprechen. Doch muss sich der Handel hier auch neu aufstellen. Also wir sehen schon, dass die Flächen eher etwas kleiner werden, insbesondere im Non-Food-Handel. Im Foodhandel ist das etwas anders, einfach wenn man sich mehr fokussiert, weil man sehr viel gezielter Sortimente auf die Zielgruppen entwickelt und natürlich auch schauen muss, dass der reine Produktverkauf gar nicht mehr so sehr im Vordergrund steht, sondern vor allen Dingen das Erlebnis, auch wenn es ein bisschen abgegriffen ist schon, aber es muss dem Kunden etwas geboten werden über das reine Kaufen hinaus. Das ist vielleicht im Lebensmittelhandel noch ein bisschen anders, aber auch da spielt natürlich das Thema der Wareninszenierung gerade im frischen Bereich eine große Rolle und natürlich aber auch dann zusätzliche Highlights hier auch zu schaffen über bestimmte gastronomische Angebote, die ja nach wie vor schon auch noch umgesetzt werden. Also es geht darum, einfach dem Kunden Ideen zu liefern, Inspirationen zu liefern, immer wieder zu kommen und dann halt über den reinen Produktverkauf auch Anregungen zu bieten. Stichwort auch Community-Gedanke, dass einfach Dinge passieren, womit halt Gleichgesinnte zusammengebracht werden auf der Fläche. Und was sind deine wesentlichen Impulse, Guido, zu den Zukunftsthemen in Richtung unserer Kunden, wenn du erste Gespräche zu neuen Projekten, zu neuen Stores oder vielleicht auch zu Sanierungsprojekten führst? Also zum Ersten muss ich Frau Horbert recht geben. Ich glaube auch an den stationären Handel. Und ich glaube, dass die letzten 2, leider jetzt 3 Jahre gezeigt haben, wie sehr wir als Menschen, als Human Being das Ganze vermisst haben, rauszugehen und Sachen anzufassen. Ich glaube, der Handel muss sich dort auch wieder, wie Sie so schön sagen, auch wandeln. Ich glaube, da ist noch viel Luft auch nach oben. Ich glaube, Geschäfte werden nicht nur einzeln sichtbar sein, sondern es wird sich vielleicht auch ein bisschen vermischen. Also, dass ich nicht nur in einen Drogeriemarkt gehe, sondern vielleicht passiert da auch noch was nebenbei. Also, dass dort die Drogeriemarkt genau der Ort ist, auch wo ich meinen Kaffee trinke. Und sich dort Sachen viel mehr vermischen, als dass es nur so ein Geschäft ist, wo ich eine Sache kaufe. Ich glaube, das wird vielleicht eine Herausforderung sein, was ich auch sehr spannend finde.
Und dort spielt auch Licht eine Rolle, denn ich werde ja nicht von einem Tag auf den anderen mein Interieur verändern. Ich kann aber mit Licht mein gesamtes Interieur auf einmal verändern. Ein Beispiel ist zum Beispiel dieser Stand, den wir ab 17 Uhr ja eher in einen Lounge-Bereich verändern, indem wir nur einfach das Licht verändern und das Ganze wirkt komplett anders. Also ich glaube, das wird eine ganz spannende Sache, da freue ich mich drauf. Vielen Dank, Guido. Frau Horvath, eine letzte Frage habe ich noch. Was sind Ihre Lieblingsprojekte oder Projekte aus Sicht des EHI, auf die wir uns in der nächsten Zeit besonders freuen können? Also ich bin ja auch noch für den Bereich Klima und Energie verantwortlich bei uns im Hause. Und wir haben im letzten Jahr eine Initiative gegründet, Klimaneutralität im Handel, wo wir den Handel so ein bisschen unterstützen, begleiten wollen auf dem Weg zum klimaneutralen Standort. Da sind wir gerade dabei, gemeinsam mit Händlern, aber auch Dienstleistern in diesem Bereich einen Leitfaden zu entwickeln mit Handlungsempfehlungen, wie man da schneller hinkommen kann in verschiedenen Bereichen, wo Ladenbau und Beleuchtung auch eine wichtige Rolle spielen. Und das ist so das nächste große, wichtige Projekt. Ziel ist es, den Leitfaden im Mai zu veröffentlichen. Dann wünschen wir Ihnen dabei ganz viel Erfolg. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Auch dir, Guido, vielen Dank, dass du auch bei diesem Livestream mit dabei warst und wertvolle Impulse aus deiner Arbeit geteilt hast. Ihnen sagen wir ganz herzlich Danke fürs Zuschauen. Wenn Sie noch die Zeit finden, zur Euroshop zu kommen, dann können wir Ihnen das ganz, ganz fest ans Herz legen. Wir freuen uns auf weitere tolle Tage auf der Messe in Düsseldorf, auf der Euroshop 2023, bedanken uns fürs Zuhören, vor allem fürs Zuschauen. Wenn Sie weitere Informationen zu den gerade genannten Themen finden möchten, dann gehen Sie am besten auf die Internetseiten des EHI Retail Institute oder auf die Seite der Octalight oder die der Trilux-Gruppe. Da finden Sie alle Informationen. Sprechen Sie unsere Kollegen gerne an. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und freuen uns auf ein nächstes Mal. Bis dahin, vielen Dank.